Vor einiger Zeit erkundeten wir ein mysteriöses, komplett eingerichtetes, verlassenes Haus, welches von der Zeit vergessen wurde. Zwischen den schummrigen Möbeln und den Überbleibseln persönlicher Geschichten liegt ein Geflecht aus Mysterien, das den Atem stocken lässt. In jedem Raum erzählen persönliche Gegenstände ihre eigenen Geschichten, als ob sie die düsteren Kapitel eines Lebens in den Wänden eingraviert hätten. Doch die Spannung erreicht ihren Höhepunkt, als eine Entdeckung das gespenstische Schweigen durchbricht. Das, was ich jetzt gerade gesehen habe, dürfte ich eigentlich gar nicht filmen und auch nicht zeigen. Tatsächlich befindet sich hier noch Geld drin, seht ihr das? Und hier befindet sich ein Foto von einem Soldaten mit Swastika und ein Totenkopf auf der Mütze. Das Ding ist noch wirklich komplett eingerichtet. Es macht mich wirklich sprachlos hier. Was ist mit den Leuten hier passiert? Dieses verlassene Haus ist ein Labyrinth aus Rätseln. Es birgt Geheimnisse, die tief in die menschliche Seele eindringen. Sei bereit, die Pforten der Vergangenheit zu öffnen und mit mir das Mysterium dieser verlassenen Gemäuer zu erkunden. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Wir befinden uns hier auf dem Dachboden. Im Hintergrund sehen wir direkt schon etwas sehr Kurioses. Einen alten Spielautomaten, seht ihr das? Ein Spiel kostete hier noch 30 Pfennig. Sehr schön, sowas mal wieder zu sehen. Und ansonsten ein bisschen Gerümpel, alte Koffer auf dem Boden. Und an der Wand hängen noch 3 Bilder von dem Bürgerkrieg in Amerika, so wie das aussieht. Es hätte ja gut und gerne auch eine Sauna sein können, so wie das hier alles vertefelt ist. Weiter geht's durch den Flur. Hier befindet sich ein sehr kleines Badezimmer. Also hier hätte ich mich beim Toilettengang schon ziemlich eingeengt gefühlt. Der Schrank ist leider leer. Hier ist noch eine Tür, wo führt die hin? Und hier ist auch noch ein Raum. Ich schätze mal, das war auch mal ein Badezimmer. Hier stand mal wahrscheinlich die Badewanne. Denn hier ist auch noch ein Waschbecken. Und das Ganze wurde dann umfunktioniert. Ja, zum Kleiderraum, zum Anziehzimmer. Hier befindet sich sogar noch die komplette Kleidung in den Schränken. Hier sehen wir, warum das Ganze so gefährlich ist. Ja, hier hinter dem Busch ist direkt ein Nachbar. Das heißt, wir müssen auch übertrieben nicht vorsichtig sein. Und dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Denn es kann manchmal sein, dass es ein wenig dunkel wirkt. Oder ist. Einfach aus dem Grund, weil ich hier nicht so viel Licht machen kann. Dann gehen wir schnell raus wieder. An der Wand hier hängen noch ein paar Aufkleber. Wilde T-Shirts. Sweatshirts, Aufkleber. Gruselzeit ist Sinclair-Zeit. Kenn ich gar nicht. Europa 1979. Es kann gut sein, dass dieser Raum hier damals mal das Kinderzimmer gewesen ist. Das Ganze ist auch noch eine Schiebetür. Aber die möchte ich jetzt ungern zumachen, denn da macht wieder unnötig Krach. Dann befindet sich hier oben noch eine Tür. Die führt in einen kleinen Abstellraum. Aber diesen Boden betrete ich nun nicht. Der Teppich sieht mir irgendwie komisch aus. Da befinden sich noch lauter Ersatzteile. So eine coole alte Öllampe sehen wir. Geht hier noch das Licht? Nee. Aber der hat einen coolen Schalter, habe ich gerade gesehen. Ja, ein fluoreszierender Schalter, der leuchtet sogar im Dunkeln. Und dann begeben wir uns jetzt auf den Weg runter in die erste Etage. Unten sehen wir den Schuhschrank, da sind sogar noch die ganzen Schuhe drin der Dame, die hier gelebt hat. Oben drauf eine schöne alte Wanduhr. Hier hängt sogar noch die Tasche für die Latschen, wenn die Dame, die hier gewohnt hat, mal Gäste empfangen hat. In diesem Raum müssen wir übertrieben vorsichtig sein, denn da ist das Nachbarhaus. Dieser Raum ist voller blauer Säcke. Oh, dieser Flur ist vertefelt. Mich persönlich spricht das jetzt nicht an, aber jeder hat halt seinen eigenen Geschmack. Weiter sehen wir eine schöne Maske, so indianermäßig. Wahrscheinlich hat diese Person, die damals hier gelebt hat, die Frau, auch ab und zu mal Ägypten besucht, denn die kennt man aus dem Ägyptenurlaub, aus den Läden. Die werden immer angedreht. Weiter geht's rechts.
Und hier finden wir den ersten Kalender, November 2015. In dem Raum befindet sich dann das Büro. Schaut euch das an. Leute, und guckt euch an, wie viele Unterlagen da drin sind. Der ganze Raum ist voll. Krass. Guckt euch das an. Der alte PC da hinten. Auch steht hier alles noch in den Schränken drin. Das ist echt wirklich heftig. Die alte Uhr liegt hier auf dem Boden. Schade. Krass. Hier auf dem Tisch sehe ich einen Schwerbehindertenausweis von dem Herrn, der hier gewohnt hat. Das heißt, hier hat eine Familie drin gewohnt in dem Haus. Nicht nur eine Frau mit Kind, sondern auch ein Mann, der leider anscheinend schwerbehindert war. Das Haus wurde 1991 ausgestellt. Leute, und hier befindet sich ein Foto von einem Soldaten. Junge, Junge, Junge. Mit Swastika, also Hakenkreuz und alles drum und dran. Und ein Totenkopf auf der Mütze. Krass, das passt für mich jetzt hier irgendwie überhaupt nicht rein. Das ist heftig. Hier befindet sich dann noch ein altes Telefon. Das ist wahrscheinlich der Hut des Mannes, der hier gewohnt hat. An der Wand befindet sich das Foto des Herrn. Da sieht er gar nicht aus, als wäre er irgendwie krank. Und der alte PC von Compaq. Dass hier noch so viel drin ist, das ist wirklich unglaublich. Das ist mal wieder ein Lost Place. Ja, ein wunderschönes Lost Place. Sowas gefällt mir wirklich gut. Hinter dem Büro befindet sich ebenfalls ein Raum. Wie viele Sachen hier einfach rumstehen, ne? Das ist wirklich unfassbar. Ich habe schon lange so eine Location nicht mehr gesehen. Hier kann ich aber auch nicht weiter reingehen, weil das unnötig Krach machen würde. Und dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwo drauf treten, was kaputt gehen könnte. Und man verlässt die Lost Places genauso, wie man sie auch vorgefunden hat. Einfach aus Respekt zu den Menschen, die hier mal gewohnt haben. Denn jedes Haus, jedes Lost Place, jede verlassene Bude, egal was, erzählt eine Geschichte. Und deswegen bleibt hier alles so, wie es ist. Weiter geht's ins Badezimmer, so wie das aussieht, das Hauptbadezimmer. Hier ist der Griff, wo sich der Mann wahrscheinlich dann festhalten konnte, wenn er mal duschen gegangen ist oder baden. Hier den alten Badezimmerschrank, der ist aber leer. Und ein Katzenklo. Hier hat sogar tatsächlich noch eine Katze gelebt. Und da sieht man sogar noch die Würstchen von der Katze. So, wenn Katzen das nicht mehr verbuddeln, dann ist das zu dreckig, das Katzenklo. Also Leute, ich hoffe, ihr findet diese Location auch so geil wie ich. Also ich bin wirklich fasziniert, ich bin hin und weg. Einfach, weil hier so viele Klamotten sind. Weil alles noch da ist, alles Persönliche, alles. Was ist mit den Leuten hier passiert? Warum mussten die hier ausziehen? Alles Fragen, die wir hoffentlich noch beantworten können. Auch im Flur hängen noch schöne Bilder. Ja, traumhaft. Da geht es dann runter in den Wohnbereich. Wir gehen dann zuerst Richtung Wohnzimmer. Schauen uns hier einmal um. Leute, guckt euch das an. Das Ding ist noch wirklich komplett eingerichtet. So einen Lost Place, wirklich, sowas gibt es wirklich nicht mehr so oft. Auf dem Schrank befinden sich noch viele Gegenstände. Eine Geburtstagskarte, auch was Religiöses. Ein Foto mit Jesus und im Hintergrund ein aus Holz gemachtes Buch, Fußstapfen im Sand. Es liegt auch noch ein altes Handy auf dem Schrank, ein Nokia. Die Schränke sind noch voll. Oben im Regal viele Figuren, Eulen und alles. Wahrscheinlich standen die Personen hier auf Eulen. Dieses kleine Gedeck auf den Schränkchen. Es gibt hier so viel zu sehen. Man kann das alles gar nicht in das Video packen. Dann würde das Video ja 2 Stunden gehen. Da hinten diese schönen Bilder in den Türen von irgendwelchen Bauern. Auf dem Tisch viele persönliche Fotos und Unterlagen, die ich für euch leider verpixeln muss. Was finden wir auf dem Tisch noch?
offene Zahlungsaufforderung. Diese ist von Januar 2016. Hier wird noch ein Betrag von 2.664,39 € eingefordert. Krass. Und hier sehen wir ein Foto. Dort sehen wir eine Frau mit einem Mann im Rollstuhl. Das würde wirklich dazu passen, dass hier ein Schwerbehinderter gewohnt hat. Und das macht dieses ganze Gebäude noch ein bisschen anders. Wie gerade schon gesagt, wir können nicht auf jedes Detail eingehen. Viele Porzellanfiguren. Der Alkoholschrank darf natürlich auch nicht fehlen. Und tatsächlich war mein erstes Handy so eins. So ein Triumph. Junge, das waren noch Zeiten. Aus dem Esszimmer geht's dann ins Wohnzimmer. Hier fühlt sich das auch alles fort, komplett. Das ganze Ding ist hier durchwühlt, aber komplett eingerichtet. Auf der Couch finden wir dann noch einen Förderpreis von 2017 für herausragendes Bürgerengagement. Ihr außergewöhnlicher Mut bei gefährlichen Auslandseinsätzen verdient alle Hochachtung. Zum Beispiel als deutsche Wahlbeobachterin bei den Parlamentswahlen unter Saddam Hussein im Irak oder mit ihrer Teilnahme an Hilfsgütertransporten nach Rumänien. Das heißt, diese Frau war tatsächlich im Irak, wo Saddam Hussein noch gelebt hat. Und hat Hilfsgüter dorthin organisiert und ist mitgefahren. Krass. Und weiter gibt es ein paar schöne Wandbilder. In der Ecke da hinten auch noch einen voll eingerichteten Schrank. Viele CDs hier in dieser Mappe, die auf dem Tisch liegt. Und natürlich die ausgestopften Tiere. Das war mal eine Eule. Hier oben befindet sich ein ausgestopfter Fuchs. Im Hintergrund die ganzen Bücher hier im Regal. Guckt euch an, wie viele Bücher das sind. Mit allen möglichen Arten von Themen. Schauen wir weiter links, befindet sich auch noch ein Fernseher. Gucken wir mal, ob der Strom hier noch dran geht. Leute, das ist ja unfassbar. Der Fernseher geht sogar noch an. Es gibt jetzt zwar kein Fernsehprogramm mehr, aber der Fernseher geht noch an. Ich muss sagen, in dieser Location wundert mich gar nichts mehr. Machen wir schnell wieder aus. Was befindet sich hier noch? Entrix. Ist das von der Überwachungskamera? Oder ist das ein kleines Gerät, um irgendwelche Videos zu schauen? Daneben befindet sich noch ein mega alter MP3-Player und ein Umschlag. Ein Umschlag mit vielen Grundauszügen. Das, was ich jetzt gerade gesehen habe, dürfte ich eigentlich gar nicht filmen und auch nicht zeigen. Aber tatsächlich befindet sich hier noch Geld drin. Seht ihr das? Ich habe noch nie Geld gefunden. Noch nie. Das ist die erste Location in meiner Laufbahn, wo ich Geld gefunden habe. Krass. Es sind jetzt zwar nur 50 €. Die bleiben auch hier schön liegen. Ne? Aber das ist natürlich, das macht diese Location wieder zu was Besonderem für mich. Was ebenfalls auffällt, es gibt hier in diesem Haus sehr viel, was mit Jesus zu tun hat. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Leute hier religiös waren. Und auch auf Eulen gestanden haben. Dann sind wir auch im Wohnzimmer fertig und schauen mal einen Raum weiter. Dort haben wir nämlich nochmal sowas wie ein Wohnzimmer. An der Wand im Flur sehen wir so einen Teppich. Der Teppich ist made in Irak, also war sie tatsächlich im Irak. Krass. Ein schöner, handgeknüpfter Teppich, so wie das aussieht. Im Flur befinden sich dann noch ein Koffer mit den Haustürschlüsseln. Selbst die liegen hier noch rum. Damit könnten wir hier jede Tür aufmachen. Die Haustür, die kleine Tür in den Keller, da steckt sogar der Schlüssel noch, wie ihr seht. Hier finden wir noch einen Mitbringsel aus dem Irak, so wie das ausschaut. Ein Brustpanzer mit 2 Säbeln. Sowas ist doch echt nice, wenn man sowas sieht. Und dann geht es hier in irgendeine Art Einlegerwohnung. An der Tür. Und Leute, schaut euch das an. Das ist einfach nur ein Traum jedes Urbexers. Also diese Location ist wirklich ein Traum jedes Urbexers.
Ein bisschen durchwühlt, kein Vandalismus. So muss das sein. Richtig schön eingerichtet noch alles. Man erfährt was über die Person, die hier gelebt hat. Oder die Personen. Ich bin echt noch gespannt, was wir noch alles finden werden. In der Ecke befindet sich direkt auch noch ein komplett eingerichteter Schrank mit Keramik und Gläsern. Oben für sich das Fort mit den Eulen. Hinter uns befindet sich eine Couch. Ich weiß nicht, hat die Person, die hier gelebt hat, die meiste Zeit hier auf der Couch verbracht? Und hier ist gerade eine Autotür auf und zugegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Tatsächlich, da fährt gerade ein Auto weg, Leute. Zum Glück sieht er uns nicht. So können wir weitermachen. Auf der Couch befinden sich noch ein paar Unterlagen. Hier auf dem Tisch. Ziemlich gruselig. Hat das mal ein Kind gemacht? Das ist irgendein Friedhof. Auch daneben befinden sich noch einige Figuren. Alles Skelette. Es gab mal einen Film. Ich weiß gerade nicht, wie der Film heißt, aber es gab mal einen Film mit so Skeletten. Armee der Finsternis, genau. Also es gab mal einen Film, Armee der Finsternis, und daran erinnert mich das Ganze, wenn ich ehrlich bin. Diesen Film sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Weiterhin befinden sich auf dem Tisch noch viele verschiedene Uhren. Hier sehen wir eine Medaille. Ich kann aber nicht drauf erkennen, was das für eine Medaille ist. Wenn wir uns umdrehen, befindet sich hinter der Tür so ein altes Indianergesicht. So eine gruselige Puppe. Also ich finde solche Puppen wirklich gruselig. Und Spazier- und Gehstöcke. Weiter zum Kamin. Da befindet sich dann ein Foto von einem Hund. Leute, schaut euch das an. Mit dem Foto der Frau, die wahrscheinlich hier gelebt hat. Ich kann euch eins sagen, das sieht aus, als wenn die Dame einen Schlaganfall hatte. Man kennt ja die Nebenwirkungen von Schlaganfällen und das sieht auf jeden Fall danach aus. Weiter befindet sich hier eine alte... Ist das eine Tierurne, Leute? Ist das eine Urne von einem Tier? Oh ja. Stellen wir das ganz schnell wieder dahin. Diese Location wird immer kurioser. Eine Tierurne mit Asche drin. Ist das jetzt die Asche von der Katze, die hier mal gelebt hat? Oder von dem Hund, den wir gerade auf dem Foto gesehen haben? Das sieht aus wie so ein Altar. So aufgebaut, ne? Krass. Mit den Engeln hier. Auch auf der anderen Seite. In der Ecke befindet sich wieder so ein Jesusbild. Ich sage einfach mal Jesusbild. Ich glaube nicht, dass es Jesus ist. Vielleicht waren das Jünger. Oben noch ein alter Flachbildfernseher. Jede Menge Krimskrams unten runter. Hinter uns befindet sich eine Couch mit einem Brief von einem Rechtsanwalt. Letzte außergerichtliche Mahnung. Das Datum ist 2020. Und die Gesamtforderung war nicht mehr viel, das waren 70 Euro. Das ist mal wieder ein Ding zur Geschichte von dem Haus. Diese Person, die hier gelebt hat, hat einerseits eine Auszeichnung bekommen und andererseits ist das jetzt schon die zweite Mahnung, die wir sehen. Und es ist nicht mal viel Geld. Was hatte die? War sie vielleicht auch krank? Hatte sie sowas wie Demenz oder sowas? Nebendran sehe ich gerade liegt noch die alte Krankenkassekarte. Die war gültig bis 2003. Ich schätze mal, dass diese Dame hier schon auch etwas älter gewesen ist. Und vielleicht konnte sie einfach nichts mehr. Wie gesagt, 70 Euro ist nicht viel. Man weiß es nicht so genau. Wenn wir weitergehen, noch jede Menge Accessoires und Krimskrams hier. Auch wieder Eulen. Herr segne uns und dieses Haus. Und darunter befindet sich noch ein Foto. Das sieht aus wie ein Kinderfoto von dem Mann, der hier gewohnt hat. Dieses Kind sieht auch aus, als wenn es irgendwie eine Behinderung gehabt hätte. Und jetzt beginnt der spannende Teil, denn dort sind direkte Nachbarn und die könnten von ihrem Haus direkt hier reingucken. Deswegen vorsichtig mit dem Licht und leise sein. Auch hier sehen wir ein altes Bücherregal, was voll mit Büchern steht. Der Tisch liegt voller Unterlagen, eine Betriebsanleitung vom BMW und so ein Etui für Diabetikkranke. Hatte eine Person hier Diabetes? Weil sonst hat man ja sowas nicht zu Hause. Frage ist, wer von den dreien, die hier gelebt haben. Weiter sehen wir einen Schrank für so Krimskrams, kennt man von zu Hause. Kulis, Unterlagen und so ein Gedöns. In der Ecke gestapelte VHS-Kassetten. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Dann geht es hier auch noch weiter. Hier fehlt ein bisschen von der Außenwand. Guckt euch das an. Was ist hier passiert? Hat irgendeiner was gesucht? War hinter was versteckt? Und wir sehen die alte Küche dieses Hauses. Die Hauptküche. Da sehen wir das Nachbarfenster oder die Nachbarfenster. Hier ist alles noch da. Die ganzen Gewürze liegen herum. Die Schränke sind noch voll. Hier liegt alles noch rum. Maronen eingepackt. Walnusskerne auch eingepackt.
Also das sieht für mich aus, als wäre es gerade erst eingekauft worden. Das gute Chili-Rapsöl. Leute, das fasziniert mich. Es fasziniert mich wirklich hier. Schön, dass wir dieses Haus gefunden haben. Es ist wirklich ein Traum. Das ist eine Location, die ich bei mir ganz, ganz weit oben ansiedeln werde. Da sehen wir eine alte Kaffeemühle. CDs, alles, es ist alles da. Die Kochecke mit der Kaffeemaschine, wo die Dame wahrscheinlich ihren letzten Kaffee getrunken hat. Auch hier liegen Gewürze. Über den Herd nochmal Gewürze, die ganzen Spinnweben. Jetzt schon lange keiner mehr irgendwas gekocht. Und es riecht auch noch nach Gewürzen hier, muss ich sagen. Also ich möchte euch zu dieser Küche nicht viel erzählen. Ich zeige euch nur noch mal einen kompletten Rundumblick, weil es macht mich wirklich sprachlos hier. Guckt euch das an. Ich hoffe, ihr seid auch so fasziniert von diesem Ort. Gerade gesehen, oben drüber hängt so ein schöner Deckenventilator aus einem alten Rad. Das hat für mich irgendwas leicht Amerikanisches. Dann geht es noch weiter. Neben der Küche befindet sich so eine Art Wintergarten. Dann gibt es hinter der Küche noch 2 alte Räume, wo man nicht weiß, wofür die genutzt wurden. Wahrscheinlich um irgendwas zu lagern, denke ich mal. Alte Küchentapete sehen wir auch. Hier diese Holzverkleidung. War die Küche damals mal größer? Wurde die umgebaut, weil es hier einen Schwerbehinderten gab? Kann natürlich sein. Dann hier befinden sich Stufen. Freunde, wir sind nun durch mit der Location. Es ist ein sehr verwirrendes, aber auch sehr, sehr schönes Haus. Wie gesagt, es kommt bei mir ganz oben auf die Liste. 10 von 10. Das ist also komplett eingerichtet. Nur ein bisschen durchwühlt und kein Vandalismus. Sowas ist für mich wirklich eine Traumlocation. Und ich finde es echt hammermäßig hier. Ich bin mir nicht so ganz im Klaren, welche Personen hier gelebt haben. Also ich gehe jetzt davon aus, dass hier eine Frau gewohnt hat, die nachher Schlaganfall hatte und vielleicht auch dadurch eine Demenz hatte. Dass hier ein Schwerbehinderter gewohnt hat und ein Kind. Das Krasseste in dieser Location ist, dass dieser 50-Euro-Schein in diesem Umschlag gelegen hat. Also wirklich unfassbar. Das ist das erste Mal in einer Location, dass ich Geld gefunden habe. Und dieses Geld bleibt natürlich auch hier liegen, denn ich habe schon mal in einem Video vorher gesagt, Sachen, die einem nicht gehören, sollte man auch nicht nehmen. Und außerdem sollte auf Lost Places wie diesen übertriebenster Respekt herrschen. Das heißt, nichts ändern, nichts mitnehmen, gar nichts machen. Einfach nur filmen und wieder gehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt stabil.